Das ist der Beta FPV X-Night 35, geflogen mit der TBS Mambo Funke und der DJI V2 FPV-Brille. Der 3,5 Zoll Quad hat die digitale KDX Polarkamera, die für Freestyle ganz gut ist, vor allem weil im Herbst hier schnell dunkel wird und man mit der Polarkamera trotzdem noch ein recht helles Bild hat. Die Videoaufnahme mache ich mit der GoPro 8 Lite-Kamera und obendrauf sitzt ein 58 mAh Airline-Akku. Beta FPV verwendet eine eigene blaue Antenne für den Videosignal. Die Motoren sind 1404 mit 3800 kV mit den Gemfen 3520 Propellern, die etwas mehr Kraft erzeugen. Mein Quad habe ich mit dem Express LRS Empfänger von Beta FPV mit der weißen, robusten Antenne. Die Bodenplatte ist 3 mm dick und die Arme sind zusätzlich verstärkt. Im Lieferumfang liegen zwei Sätze von Propellern. Einmal links die kräftigen Gemfen und rechts die leichten Haku Props 3520 Propeller. Zum Langerfliegen würde ich hier die Haku Props nehmen. USB 90 Grad Adapter liegt bei, eine TPU-Halterung für Insta360 SMO 4K Kamera. Das Leergewicht ist 152 Gramm und mit einem 750 mAh 4S Akku sind es 231 Gramm. Der 850 mAh Akku ist optimal, wenn man mit einer SMO 4K oder GoPro Lite Kamera fliegt. Für Long-Range-Flüge eignen sich die 1100 mAh Akkus, mit denen man über 8 Minuten umherfliegen kann. Diese Akkus mit 45C sind aber nicht für aggressives Fliegen geeignet. Ich fliege hier mit dem 850 mAh Airline-Akku und der GoPro Lite Kamera. So gefällt mir das Set am besten. Der Quad ist nicht zu schwer und fliegt sehr gut. Das Flugverhalten ist ähnlich wie bei einem 5 Zoll Quad. Natürlich ist ein 3,5 Zoll Quad mit diesen 1404 Motoren nicht so stark wie ein 5 Zoll, aber dafür leise und man traut sich damit überall zu fliegen. Innen steckt ein All-in-One F4 FC mit 20 Ampere ESCs, was mehr als genug für die 1404 Motoren ist. Der 4 FC hat 3 volle seriellen Schnittstellen, somit bleibt noch eine freie Schnittstelle für zum Beispiel einen GPS-Empfänger. Die 20 Ampere ESCs sind die BL Heli S, können aber auf BlueJ 48K Firmware aktualisiert werden. Und dann kann man unter Betafly das bidirektionale Signal bei den ESCs für die Motoren aktivieren, um die RPM-Filterung nutzen zu können. Ich finde den Beta FPV X-Night 35 sehr gut. Mir gefällt die kompakte Form, das leichte Gewicht, das stabile Frame, der Express LRS 2,4 GHz Empfänger. Als Sender nutze ich das Beta FPV Express LRS Nano TX Modul, welches ich mit einem Adapter von Nano auf Micro bei der Mambo Funke nutze. Ich finde hier keine negativen Punkte bei dem Quad. Sogar das Bild von der KDX Polar Kamera ist sehr gut, ohne dass man die Propeller im Bild hat. So kann man auch sehr gute Aufnahmen direkt mit der DJI FPV Brille machen, ohne extra eine SMO 4K, eine GoPro Lite Actionkamera anschaffen zu müssen. Der Tattoo Airline Akku mit 57 mAh ist hier perfekt, obwohl für etwas mehr Flug auch der 58er mAh Akku ist auch noch gut. Also, viel Spaß beim Fliegen!